In diesem Video geht es um das Outing von NikkieTutorials, warum sie so unglaublich weiblich aussieht und was es allgemein heißt, als jugendliche Person mit einer Transition zu starten. Hallo meine lieben Rotfüchse und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Jenny, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das Thema NikkieTutorials. Einige von euch haben mich angeschrieben, wie es sein kann, dass sie so unglaublich weiblich ist, eine so hohe Stimme hat und man ihr nicht ansieht, dass sie transident ist. Und dazu muss ich etwas weiter herholen. Es gibt Menschen auf diesem Planeten, die schon sehr, sehr früh entdecken, dass sie nicht dem biologischen Geschlecht zugehörig sind. Und das kann schon im Alter von 4, 5 Jahren passieren oder vielleicht sogar noch früher, dass ein Kind das Gefühl hat, nicht ein Mädchen oder nicht ein Junge zu sein. Und dieses Gefühl zieht sich dann länger hin und manche tun es als Phase ab. Aber gerade Kinder, die sehr offene Eltern haben und die dann sagen, ich möchte aber nicht das Kleid anziehen, ich möchte lieber Jungssachen anziehen. Oder ein Junge, der sagt, Mama, ich möchte lieber ein Kleid anziehen, wie alle anderen Mädchen. Dann spricht man natürlich von Transidentität im Alter eines Kindes. Und das kann sich dann wie ein roter Faden durch das Leben ziehen. Ich selbst habe für mich erst mit 7 Jahren erkannt, dass ich transident bin oder transsexuell. Und ich wusste als Kind gar nicht, was das für eine Bedeutung hat. Ich dachte, okay, ja, Jenny, du kannst nicht ein Mädchen sein. Du kannst es dir zwar wünschen, aber du kannst es nicht sein. Ich wusste nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt. Aber durch den Wandel und dadurch, dass heute alles viel offener ist und Eltern viel, viel offener geworden sind, auf die Signale ihrer Kinder achten, kann es sehr gut möglich sein, dass Kinder schon im jüngsten Alter Unterstützung bekommen von ihren Eltern, wie im Falle von NikkieTutorials. Sie hat auch schon als Kind oder als Jugendliche erkannt, dass sie sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Und ihre Eltern waren dann damals wohl sehr blickig und sind mit ihr zu einem Arzt gegangen, der ihre Pubertät unterbrechen kann. Und da ist der Knackpunkt. Menschen, die so früh anfangen, ihre Transidentität oder Transsexualität zu leben, haben keine Pubertät, wie ich zum Beispiel. Ich hatte eine männliche Pubertät. Dadurch sind mir Haare am Körper gewachsen. Ich habe einen Bartwuchs bekommen. Ich habe eine tiefe Stimme bekommen und habe maskuline Gesichtszüge bekommen. Und das bleibt bei den Menschen aus, die mit einer Hormontherapie beginnen, die sehr früh stattfindet. Natürlich werden nicht von Anfang an weibliche oder männliche Hormone zugegeben, aber es wird eine Art Blocker den Kindern verschrieben, die die Pubertät unterbrechen. Das bedeutet, das Kind hat dann einen längeren Zeitraum Zeit, um sich wirklich sicher zu sein, ob es transident ist und ob es sich wirklich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Viele denken immer, oh Gott, lass doch die Kinder Kinder sein und sie müssen da und bla und nein, ich finde es super, super gut, dass es sowas wie Hormonblocker gibt. Dass ein Kind nicht gezwungen wird, die falsche Pubertät durchzumachen. Weil das hat so viele verheerende Konsequenzen. Wie gesagt, ich lebe mein ganzes Leben lang mit dem Stimmbruch oder mit meiner Körperbehaarung, meiner Bartbehaarung. Ich laser zwar und bin zwar daran, mich zu verändern, aber es wird niemals so sein, dass ich 100% an eine biologische Frau rankomme. Das geht gar nicht ohne Operation, ohne anderen Zutun. Und all das kann ein Kind erspart bleiben, sobald man Hormonblocker bekommt. Und deswegen, wenn du gerade zuguckst und du denkst, dass dein Kind vielleicht transsexuell sein könnte und es immer als Phase abgetan hast, prüfe bitte nochmal nach, geh zu einem Psychologen, versuche herauszufinden, woran könnte es liegen. Denn bereits mit 11, 12 Jahren, wenn die Pubertät beginnt, könnte es zu spät für dein Kind sein und du könntest es in sein oder ihr Unglück laufen lassen. Aber es gibt natürlich tatsächlich Eltern, die sehr blickig sind, wie zum Beispiel die Eltern von NikkieTutorial, die sehr früh angefangen hat, Hormonblocker zu nehmen und letztendlich weibliche Hormone zu bekommen und dann wahrscheinlich eine geschlechtsangleichende Operation hatte mit sehr jungen Jahren. Und es gibt ein gutes deutsches Beispiel, das ist Kim Petras. Einige kennen vielleicht Kim Petras von der Stern-TV-Dokumentation, die damals über sie gemacht wurde. Sie galt damals als jüngste transsexuelle oder jüngste transidente
Person. Da wusste man noch gar nicht von Nikki Tutorial oder anderen Menschen. Sie galt damals schon als sehr jung und sie war auch für mich eine Art Vorreiterin des Ganzen. Und man kennt sie hier in Deutschland mittlerweile nicht so, aber sie wird in Amerika als Star gefeiert und ist da ziemlich groß. Also ihr könnt ja mal ihren Instagram gucken, die ist mega, mega groß mittlerweile. Und sie hat auch keine männliche Pubertät durchgemacht, weil ihr Hormonblocker gegeben wurden und sehr früh begonnen wurde mit Hormonen. Man muss natürlich bedenken, dass die Hormonblocker eine Sache sind. Die stoppen die Pubertät. Aber wenn man einem gesunden Kind Hormone verabreicht, dann hat das natürlich auch immer Nebenwirkungen. Bei Transfrauen oder Transkindern, die weiblich sind oder dessen Kopf weiblich ist es natürlich so, dass durch die Hormonblocker das Peniswachstum unterbrochen wird. Das bedeutet, dass das Geschlechtsteil nie vollends auswachsen wird und dadurch natürlich die geschlechtsangleichende Operation etwas komplizierter wird, denn es besteht kein Eigenmaterial. Der Kitzler ist ja im Endeffekt so klein geblieben und wächst nicht viel weiter. Und dadurch muss dann durch eine Art Transplantat dieses fehlende Gewebe ausgeglichen werden. Bei Transmännern ist das, glaube ich, ein bisschen leichter. Dadurch, dass sie männliche Hormone bekommen, wächst ihr Kitzler zu einem Penis, zu einem Mini-Penis. Und dadurch ist es viel, viel leichter. Und ich habe vor kurzem auch wieder eine Reportage gesehen über Max, der ist 15 oder 14 Jahre alt und auch transident oder ich glaube 14, ich weiß es nicht. Aber er ist auch transident. Die Reportage war bei Sat.1 und ich habe echt gestaunt, wie toll er sich entwickelt, weil ich kenne ihn auch schon länger von YouTube-Videos. Der hat mal mitgemacht bei Leroy, wie ist es, trans zu sein und sehr spannend auf jeden Fall für mich. Das Thema Transsexualität und Jugendliche und Kinder ist natürlich ein großes Spektrum und man kann ganz viel falsch machen. Aber in erster Linie bist du als Elternteil verpflichtet, genau hinzugucken und hinzuhören und zu sehen, ob dein Kind eventuell transident ist und zu gucken, ob das vielleicht nur eine Phase ist. Und wenn nicht, dann tu bitte etwas für dein Kind. Sonst wird es für immer gefangen im falschen Körper sein. Und das wäre sehr, sehr schade. Und so hat das Kind den Weg geebnet für eine glückliche Zukunft. Und das ist doch das, was wir uns für unsere Kinder wünschen. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein wenig aufklären, warum man bei Nikki Tutorial nicht sieht, dass sie trans ist und wie das allgemein ist, wenn man sehr früh Hormone nimmt. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Nebenwirkungen oder Vor- und Nachteile, die ich euch nicht alle aufführen wollte. Aber falls ihr euch mit dem Thema beschäftigen möchtet, gibt es natürlich auch im Internet viele Dinge darüber zu lesen. Hormonblocker, Transsexualität bei Kindern und so weiter. Ich habe es fast vergessen zu thematisieren und deswegen habe ich jetzt im Nachhinein nochmal diesen kurzen Videoausschnitt aufgenommen. Das Outing, was Nikki Tutorial jetzt vor kurzem hatte, ist nicht ganz freiwillig passiert. Denn es gab jemanden, der veröffentlichen wollte, dass sie trans ist. Und da muss ich natürlich nochmal klar Stellung zu beziehen, dass es überhaupt nicht in Ordnung ist, wenn jemand erpresst wird oder fremd geoutet wird, ohne dass jemand vorher gefragt hat, ob er denjenigen outen kann. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn Leute anderen Leuten sagen, hey, bei der ist das so und so. Ich möchte für mich selbst entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, mich vor jemanden zu outen. Und deswegen möchte ich euch bitten, falls ihr Transmenschen in eurem Umkreis habt, outet die bitte nicht und geht mit denen bitte um, als ob es normale Menschen wären. Das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Message. Und vor allem erpresst sie nicht, selbst wenn es die Ex-Freundin ist oder sonst wer. Nein, das geht absolut nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Und ich finde es schrecklich, dass Nikki Tutorial das passiert ist. Denn der Zeitpunkt, also den Zeitpunkt für dieses Outing, den hätte sie selbst wählen können. Und dadurch, dass das alles so ein bisschen komisch, finde ich. Und ja, also ich finde halt, wie gesagt, dass jeder selbst entscheiden sollte, wann der richtige Zeitpunkt für das Outing ist. Und ich mag es zum Beispiel, wenn Menschen mich erstmal kennenlernen und sich ein erstes Bild von mir machen und ich mich dann oute. Weil dann ist die Gefahr geringer, von vornherein mit Vorurteilen behandelt zu werden. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Menschheit offener da draußen wird und keine Zwangsoutings vornimmt. Und
ja, bitte, lasst das. Wie gesagt, Nikki Tutorial, ich finde es cool, dass sie jetzt diesen Schritt gemacht hat. Im Endeffekt hat sie dadurch für ganz viel Aufklärung gesorgt. Wie gesagt, man sieht es ihr nicht an, weil sie sehr früh damit begonnen hat. Und dadurch kam sie nie in den Stimmbruch oder hatte andere maskuline Veränderungen, weil sie nie in die Pubertät kam. Also in die männliche Pubertät kam. Und ja. Ich hoffe, dieses Video war informativ für euch. Und ihr schaltet auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst natürlich auch wieder einen Daumen nach oben da und schenkt mir doch bitte ein Abo, damit ich sehe, ihr wertschätzt meine Arbeit. Und ich freue mich bald wieder von euch zu hören. Bis bald, eure Jenny.